32 Angler. Yes! 16 K.O.-Tickets. Boom! 8 Battles. Ja! 6 Finalisten. Das gibt's doch nicht. 3 Zielfische und ein Pokal. Der YPC Bank 2024 wird präsentiert von der Anglerschmiede, dem Online-Weg zum Angelschein. Hearty Rice, feel the difference. Und Lure Drop, jeden Monat Weihnachten. Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur 3. Episode des YPC Bank 2024 und damit zur Auftaktfolge in der hochkarätig besetzten Gruppe B. Mit LMAB Produktentwickler Enrico Di Ventura, Berkeley Brand Manager Simon Thorenbeck und Adventers Weltenbummler Frédéric Julien sind 3 absolute Turnierveteranen vertreten. Alex Schmidt ist letztes Jahr für Sunline gestartet. Diesmal ist der Herforder für Neuke dabei. Die anderen 4 Teilnehmer hingegen betreten die YPC-Bühne allesamt zum ersten Mal. Sebastian Händel dürfte den allermeisten von euch bekannt sein. Der Sachse arbeitet seit vielen Jahren als Print- und Videojournalist und geht bei seinem Debüt für die deutsche Brand ZEC ins Rennen, wo er unter anderem als Ideengeber für die Produkte der Zander Ranch fungiert. Doch auch wenn der Zander seit vielen Jahren sein Steckenpferd ist, bringt er mehr als ausreichend Erfahrung beim Fischen auf die anderen Spezies mit. Der multinationale Distributor und Toolhersteller Fish Explorer schickt anstelle von Landry Rosens in diesem Jahr Roman Giacuzzo ins Turnier. Roman ist in den Niederlanden extrem spotsicher und bietet dort Guidings auf Hecht, Barsch und Zander an. Mal sehen, wie sich der gebürtige Nordrhein-Westfale im Turnier präsentiert. Ganz neu dabei ist Sportex. Für den deutschen Routenhersteller tritt Anton Holzleitner an. Nach den anglerischen Anfängen im Garten seiner Oma hat Anton inzwischen die halbe Welt von Slowenien bis Neuseeland befischt. Die Niederlande kennt der technisch breit aufgestellte Bayer ebenfalls gut. Die Konkurrenz tut also gut daran, diesen Newcomer nicht zu unterschätzen. Komplettiert wird die Runde durch eine Anglerin. Christina Meldau nimmt für den japanischen Premium-Hersteller Duo teil. Die Sales Managerin ist dem Angeln aber nicht nur in professioneller Hinsicht eng verbunden, sondern angelt auch privat begeistert auf Salz- und Süßwasserräuber. Was das Know-how angeht, muss sie sich hier vermutlich nicht verstecken. Wie es um die Spotkenntnisse der Schweizerin in den Niederlanden bestellt ist, muss sich hingegen noch zeigen. Wie Gruppe A angelt auch Gruppe B während der Vorrunde in den Zonen 1 und 3. Roman, Simon, Sebastian und Anton starten in Zone 1. Für Enrico, Fred, Alex und Christina beginnt der Angeltag in Zone 3. Auf geht's! Hello guys, so welcome to the YPC Show 2024. So here we are, beautiful in Holland. Traffic jam in the morning on our way to the first spot, and I hope there's not too much traffic jam so I can make it in time. But yeah, cross finger for us. Geht schon gut los heute. Erster Tag YPC Bank 2024 für mich. Ich heiße euch damit aber trotzdem herzlich willkommen mit einer Straßensperrung. Denn so haben mich auch die Holländer hier herzlich willkommen geheißen. Das heißt, wir werden auf jeden Fall heute zu spät starten. Geht gut los. Aber egal was kommt, ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen und wir melden uns dann gleich vom Wasser, weil sonst wird es hektisch. Und solange wir noch hier sind, können wir noch Piano machen. Vorsicht, Drempel.
Eine Barschoption macht sich gerade davon. Ich habe es einmal kurz angefischt hier und habe hier unter den Booten waren die Barsche wenigstens sehr sicher zu packen. Ja, jetzt wird es spannender. Hat auch was. Ja. Das wäre eine frühe Pflaume geworden und die sind da bekanntlich oft madig. Tschüss, Spot. Der Hähne beim YPC. Ja. Ich bin dabei und fange mit Streetfishing an. Barsch und Zander gleichzeitig möglich. Die Tide ist irgendwie wohl nicht ideal. Hochwasserwelle, sehr braunes Wasser, sehr viel Schmodder drin, Strömung drauf. Mal gucken, ob es hinhaut. Drückt mir die Daumen, dass ich was auf das Measureboard bekomme und hier gut in den Angeltag reinkomme und für euch ein paar schöne Fische rauszaubern kann. Hi Leute, ich bin Christina und trete heute dieses Jahr das erste Mal an der YPC Bank für die Marke Duo International aus Japan. Plan von heute ist mindestens ein Zander, hoffe ich. Ja, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Ich habe mich eigentlich sehr gut vorbereitet, aber ich werde hier die ganze Zeit hin und her laufen. Daher will ich mir jetzt noch eine kleine Box machen mit den Ködern, damit ich mir die gleich aus der Tasche nehmen kann, um die jeweils zu wechseln. Gummi wird hier, glaube ich, Hauptthema sein, mindestens jetzt an dem Spot. Ich habe eigentlich ganz gut gefangen mit dem Realis Shed. Ein Realis Versa Shed besser gesagt. Hat eine sehr schöne Form, ist sehr agil im Wasser. Kann man auch ganz langsam führen und gechickt auf Zander. Hat er super Fisch gebracht. Und ja, bin ich mal gespannt. Also das Wasser ist schon noch ziemlich trüb. Wir hatten ja jetzt starkes Hochwasser. Ist jetzt Gott sei Dank ein bisschen runtergegangen, dass wir den Spot auch fischen können. Das war so meine große Angst. Ich habe auch einen Glücksbringer. Den haben wir gefunden im Training. Ich glaube, das ist irgendwie, ich weiß gar nicht, ob die Münze noch im Betrieb ist. Beatrix, Königin der Niederlanden, also besser kann es nicht gehen, ne? Wir sind ja überhaupt nicht abergläubig, ne? Aber wer weiß, vielleicht bringt mir das heute ein Zander oder zwei. Schaden tut's nicht auf jeden Fall. Ja, hi Leute, mein Name ist Alex Schmidt, Team Neuke Germany. Ich habe noch 3 Minuten, glaube ich, dann geht's los. Ich werde versuchen, hier an meinem ersten Spot hoffentlich einen guten Barsch oder den einen oder anderen Zander zu fangen. Wird eine sehr ruhige Angelei. Tatsächlich erstmal mit Dropshot hier vorne alles abnuckeln. Seht ihr jetzt gleich. Wir sehen uns am Wasser. Bis gleich. Hallo liebe Hecht- und Barsch-Zuschauer. Ich bin Roman und ich trete für Fish Explorer an. Ich habe ultra Bock. Jetzt so langsam kommt die Aufregung ein bisschen. Ich war ganz lange viel zu entspannt. Ja, jetzt ist der Plan, irgendeinen Barsch fangen und möglichst große Zander. Das werden wir heute machen. Wir werden an 4 Spots fahren voraussichtlich. Nach dem 3. entscheidet sich, ob wir dann Barsch angeln oder weiter auf große Zander. Da jetzt der heimtückische Barsch mein Feind ist, müssen wir jetzt alles Karma mitnehmen, was wir kriegen können. Und uns schön hier das Barschpatch drauf machen. Ab. Und jetzt kann noch nichts mehr schief gehen. Die Mähne richten, Beine in die Hand und ab zum Spot. Ich werde jetzt hier gleich erstmal mit einem Crankbait starten. Die Fische standen alle ziemlich ufernah und habe mir hier so einen kleinen JS Pocket 4,5 cm geschnappt, kleiner Scrabble Crankbait. Der sinkt, das heißt, den kann ich auch in ganz verschiedenen Tiefen anbieten. Richtig geiles Teil, echt coole Farben und hat im Training ultra gut performt. Jetzt muss ich aufpassen, ich habe nämlich immer so den Reflex, dann direkt auszuwerfen. Ich glaube, ich muss mich noch 1-2 Minuten gedulden. So guys, we just arrived on the first spot. I'm going to first start on the river. Problem, we have been having flooded water, really high and a lot of stream. And now we are just at the time where the water fall down. At the first night the water fall down more than 1 meter. So I'm going to keep my mind open and not get stubborn. I know the fish was trapped there because of the stream, but I'm not sure they're gonna bite. So if I try things and I don't get any bite, I will change quite rapidly. So let's get started. First target will be Zander and Perch. Die hähnische Eskalationsbox. Ich hau jetzt mal eine kleine Flitzpiepe hier rein, Dartchick, und hoffe, dass die in der jetzt der drüben Hochwasserbrühe das Ding mitkriegen. Hier ist so eine kleine flache Bank. Ihr habt es vielleicht schon mal gesehen, hier auch im Turnier mal den Platz.
Erster Wurf, plupp. Also entspannt reinkommen ist wichtig. Wenn es jetzt gleich bupp, dicke macht, dann wäre das natürlich absolut geil. First cast. Drück mir die Daumen. Let's go! Auf geht's. Good morning, everybody. I'm back at the YPC Bank. Really pumped, really stoked to be here again. And yeah, we have a nice plan today. We start on a big river. We can expect all the species. In the training I get all the species here in quite nice size. So that's the plan. To spot hop a little bit on this river until lunch, and then we see what we get. And yeah, maybe change the plan accordingly. It's a few minutes before 8. The first cast is coming up. Let's see, what is the time right now? Yeah, it's 1 past 8. It's time to make the first cast. Let's go! Simon hat die Hechte zumindest auf der Rechnung. Bei den anderen stehen zum Auftakt ganz klar Zander und Barsch im Fokus. 2 Angler sind allerdings immer noch auf dem Weg zum ersten Spot. Mittlerweile hat immerhin Enrico das Auto abgestellt. So, ich bestücke jetzt nochmal die letzte Route mit einem kleinen Twitchbait. Übrigens der niegelnagelneue, jetzt zu dieser Zeit noch gar nicht draußen. Flash Vibe, 67 SP und 80 SP. Wir haben 2 weitere Größen gemacht, aber das reicht jetzt auch. Das erste, was ich jetzt machen werde, ist erstmal mit dem Chatterbait hier links und rechts dran lang zu gucken, ob an der Packung vielleicht ein Barsch oder ein Hecht steht. Aber ich möchte trotzdem alle Routen bereit haben. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5 Routen dabei. Gummi, Finesse, Hardbait, Chatterbait und einen großen Gummi. Weil hier auch ab und zu mal der ein oder andere Hecht rumgammelt, der sich ganz gerne was Größeres wegsnackt. Aber naja, jetzt machen wir erstmal ein paar Actionwürfe an der Packung lang. Und dann gucken wir erstmal, was hier überhaupt passiert. Ja, wunderschönen guten Morgen. Wir sind jetzt auch am Spot. Es ist ein bisschen später wie gedacht. Wir hatten eine lange Anreise, aber jetzt geht's los. Wir starten hier gleich auf Hecht und hoffen, dass wir gleich auf die ersten Würfe hier was rauszaubern können. Und ich würde sagen, wir legen gleich los, weil die Zeit, die drückt. Wir versuchen jetzt in diesem Graben hier 2, 3 Hechte abzugreifen. Wir probieren es jetzt als erst relativ schnell mit so einer Maus. Ich zeige euch den Köder gleich. Ist was Neues. Das ist im Endeffekt ein Streamer, der aber so beschwert wurde, dass man den auch an der Baitcaster fischen kann oder an einer Spinning-Route. Und den kann man relativ schnell durchpullen. Und dann fängt man auch, wie wir hier sehen, gleich Stecken. Optimal. Und das probieren wir jetzt erstmal und dann später probieren wir es noch mit anderen Ködern. Genau, das ist jetzt erstmal der Plan. Fisch. Ausgestiegen. Ausgestiegen. Da ist er. Oh, Barsch! Junge, ich hätte schon fast einen halben Nervenzusammenbruch gekriegt. Der erste ist ausgestiegen, egal. Zweiten Wurf. Auf den neuen Multi-Vibe. Farbe Ayu. Aber der hier wäre nicht mehr ausgestiegen, das kann ich euch sagen. Hier vorne ist er dran. 33. 33er Barsch im zweiten Wurf. Hätte ich so unterschrieben. Der geht schnell zurück und dann gucken wir, ob wir noch einen kriegen. Erstmal reporten. Los, verschwinde.
Geil, Alter, was für ein Start. Leute, ihr wisst gar nicht, wie aufgeregt ich bin. Man ahnt es zumindest. Ob ein Barsch zum Start dem Fänger ausnahmsweise doch mal als gutes Omen taugt, wird sich zeigen. Für die Konkurrenz ist er jedenfalls keins. 33er Barsch für Enrico, Petri Enrico. So geht's los. Ja, 33er Barsch ist schon cool, ey. Der gibt schon auf jeden Fall ein paar Punkte. Und nimmt schon mal den ersten Druck raus. Geil. Okay, dann werden wir jetzt anfangen zu jiggen. Und weil noch Sonne ist und wir leicht trübes Wasser haben, Leute, wissen vielleicht einige von euch, was das für mich bedeutet. Es muss Galaxy sein. Auch Ayu, also alles, was in diesen Gewässern jetzt mit so klarerem Braunen, also wenn das braun ist, heißt es ja nicht, dass es trüb ist, sondern das hat so eine braune, kupferfarbene Nuance, das Wasser. Und alles, was in diese Richtung geht, aber dann trotzdem klar ist und wir haben Sonne, fische ich ultra gerne ganz natürliche Farben. Galaxy, Universe und Ayu. Oh. Einen letzten noch, da war es was mit dem Crankbait. Und dann geht es direkt weiter mit meiner absoluten Lieblingsmethode, nicht mit dem Dropshot. Da bin ich mal gespannt, ob der Plan hier aufgeht. Im Training lief super. Beim Dropshot immer wichtig, dass der Haken hier in einem 90-Grad-Winkel absteht. Den Standardknoten, den kennt ihr wahrscheinlich alle. Wenn ich jetzt aber so kleine Pintails hier anköder, dann mache ich keinen klassischen Nosehook, sondern ziehe den Köder so ein bisschen von unten auf, dass die Spitze des Hakens vorne aus dem Gummifisch rauskommt. Das führt dazu, dass die Hakenspitze sehr nah am Kopf des Köders ist und deutlich mehr Fische einfach kleben bleiben. Auch wenn es kleinere Barsche sind, die vielleicht mit dem Haken sonst Probleme hätten, bleiben die so auf jeden Fall hängen. Diese Farbe hat mir bei den Bedingungen hier in der Ecke einen richtig geilen Zander beschert, wie gerade gesagt. Und den schmeißen wir jetzt mal da rein und gucken, ob wir den auch heute kriegen. Kann man sehen, die erste Attacke. So ein neuer Köder, der war noch heile. Jetzt ihn einmal gepackt. Hier auch. Ich wechsle jetzt einmal kurz den Köder. Ich habe jetzt hier zweimal schon dran langgezogen. Direkt in der ersten Linie halt einen Kontakt gehabt. Das heißt, jetzt hatte ich einen Smoking Swimmer 4 Inch drauf, also einen Action-Köder. Jetzt gehe ich mal einmal, weil der eben nicht richtig gepackt hat. Nehme ich jetzt einmal einen Köder mit weniger Action, einfach einen kleinen Pintail. Ist auch ein bisschen kleiner das ganze Ding, ein bisschen feiner, more Finesse. Und einen kleinen Macho-Bee. Diese kontrastreicheren Farben, die ordentlich ein bisschen knallen. So, ja, jetzt den kleinen Pintail hier, den fische ich noch eine ganze Ecke langsamer als eben den Action-Köder. Und lasse den halt wirklich auch komplett auf der Stelle stehen und wippe nur hier ein bisschen mit der Spitze in die Schnur rein, dass der halt wirklich ganz bisschen nur rumzappelt auf der Stelle. Gibt dem potenziellen Kunden da unten halt einfach mehr Zeit, den zu nehmen. Gerade weil das Wasser schon wieder ein bisschen trüber geworden ist im Vergleich zu den letzten Tagen. Es ist halt wirklich wild mit den Wetterbedingungen dieses Jahr. Letztes Jahr sind wir hier alle rumgerannt mit 30 Grad in der Sonne. Dieses Jahr haben wir Hochwasser. Heute Morgen waren es 9 Grad oder so. Das ist schon krass. So here I'm casting a football jig because I like football jig because they are bouncing on the water and on the bottom, and they have a little bit more large silhouette in front. So hopefully they don't go too much inside the rocks. That's what I like, and also I can bounce them on the bottom really gentle if I want, so it's really versatile. And I combine it with a King Louis because I like the motion. It's with these ribs on the body, it's pushing a lot of water, and in this muddy water I want really sharp and bright color like this apple bomb, and I want a lot of water displacement to get my bait notice. Und das ist der erste Hänger. Aber ich habe ihn. Ja. Ich bin mittlerweile Profi im Hänger lösen. Was wir eigentlich tun, ist
Wir haben hier eine Spundwand, die ist so circa 2,5 Meter tief, ist ein bisschen unterschiedlich. Mit der vollen Strömung, die da eigentlich vorbeizieht. Und die Zander stehen ja eigentlich mit dem Kopf direkt in der Strömung und packen alles, was vorbeikommt hier. Ne? Deswegen werden wir eigentlich ganz langsam, ganz langweilig fischen heute. Und zwar einfach den Köder hier vorbeitreiben lassen. Versuchen, möglichst wenig Hänger zu haben. Und so haben wir im Training ganz gut gefangen. Und das ist natürlich relativ wetterunabhängig. Also du kannst auch fischen hier, wenn es viel Wind hat. Wir haben sogar bei Hochwasser, sofern es hier nicht unter Wasser war natürlich, gefischt. Und du kannst halt vorne Strömung fischen. Und das ist gerade jetzt bei solch starker Wasserführung normalerweise sehr schwer vom Ufer. Kannst du nämlich mit 100 Gramm angeln. Und ich habe jetzt hier einen 18 Gramm Chickkopf. Ich kann sogar noch leichter angeln, also auch 15 Gramm wäre noch okay heute. Die letzten Tage muss man schwerer fischen, weil das Wasser wirklich viel höher stand. Aber ist eine ganz langweilige, aber sehr effektive Technik. Und mal schauen, ob das heute den erhofften Zander bringt. So, die Barschrute packe ich weg. Denn wenn die da sind und Bock haben und es passt alles, dann kriegst du schon schnell Reaktion beim Barsch. Ne? Und du sammelst halt einen einzelnen Fisch irgendwo auf. Das versuche ich ja jetzt. Diese Dinger sind so genial, diese Rutensocken. Der Rod Protector. Kann ich mir sogar die Rute auf den Rücken schnallen. Die will ich nicht mehr missen, die Teile, ey. Draußen ist starke Strömung, hier drin ist Stromschatten. Ruhige Kugel schieben mal hier lang. Könnt jetzt bei Höchststand hier bei dem hohen Wasser, könnte zünden. Also ich hebe ihn nur an, dann halte ich die Rute still und lasse ihn auspendeln. Und gehe dann gegen Ende der Auspendelphase ein bisschen mit und hole mir wieder den Boden. Und in dieser Auspendelphase gegen Ende dann Tock meistens. Vertikalangeln ist eigentlich wie Jiggen oder Faulenzen in Zeitlupe, weil die Absinkphase halt nur eine Auspendelphase ist. Köder ist schön langsam, schön angreifbar. Ist für Zander so eine ganz tödliche Geschichte, das ganze Jahr über. Aber hier an der Mauer habe ich eher die Barsche im Visier, die aber auch auf vertikal ganz gut reagieren, wenn sie unten sind. Fisch! Nein! Nochmal einschleppen. So was passiert nur im Tournament. Vertikal halten sie nicht aus. Meistens. Ein Quappi-Zanderchen. Mit der grellsten Farbe, die ich habe. Reaktor. Weil durch das Hochwasser ist es wirklich so trüb. Was ist denn das Maß? 42, ne? Ja. Hat er nicht. 41. Aber ein Warm-up. Wenn die Hände nach Zander riechen, nach die 10 Minuten Angeln oder so, dann wird's gut. Meistens. Also drückt mir die Daumen, dass es noch einen besseren abzustauben gibt hier vor der Spundwand. Aber was mich halt positiv stimmt, ist, die reagieren. Ne? Weil so hoch das Wasser hier und ganz viel Gras und Treibgut drin und richtig Hochwasserbrühe. Kann auch manchmal sein, dass die dann komisch drauf sind oder eben auch im Freiwasser stehen, flach irgendwo anders irgendwie und nicht hier sind. Aber scheint zu funktionieren. So, bloß die Barsche, ne? Ob die beißen wollen, ey. JDM-Freunde, aufgepasst. Wir feiern Shimano Week. Und als Hauptpreis winkt dem Gewinner ein unglaublich krasses Barschpaket im Wert von über 2.800 €. Darin enthalten sind unter anderem eine Metanium DC, eine Vanquish, eine Poison Adrena Casting und Spinning, Kescher, Köder und viele weitere Highlights aus der Bantam und Yasay Range. Wie das Ganze funktioniert: Ihr kauft einfach beliebige Shimano-Produkte bei uns im Shop und erhaltet pro 50 € Shimano Warenwert automatisch je ein Los im Lostopf. Nur vom 8. bis zum 15. September und nur auf hechtundbarsch.de. Viel Glück beim Shoppen!
Der neueste Scheiß, teilweise schon bevor es überhaupt auf dem Markt ist. Bewährte Klassiker und immer die passenden Zubehörartikel. Kederfarbe, wo es woanders schon nicht gibt. Ein Chance auf den Monatsjackpot. Hilfestellungen, wie man die Produkte verwenden kann. Und das zu einem Hammerpreis, das ist ja fast geschenkt. All das kriegst du mit dem Lurdrop aber ganz bequem bei dir in der Bude geliefert. Ganze Jahr, wo du herkommst. Lurdrop ist für alle geil. Check www.lurdrop.de und werde auch du ein glücklicher Lurdropper. Yeah, no bites yet on that first spot. Nothing on the spinnerbait. Started jigging with a 10 gram jig head on a Berkley Sig Vibe in a sharp color, like a Fight Tiger color. Sometimes they really like it in here, but no reaction, so make a few more casts. A little bit heavier, 14 gram. We have quite some wind and current pushing, so I go a little bit quicker and with a different color, salt and pepper on a goby. Also one of my, as you know, one of my favorites for zander fishing, the goby imitation. And yeah, make another couple of casts, 10, 15 casts or something. And then we move to the next stone pier. It's as easy as that. Quick scan if there's anything. If you get bites, you stay around for a little bit longer. If you don't get bites, just move to the next spot. There's plenty of spots today to fish, so don't stick around for too long on a spot that doesn't work. Ich wechsle jetzt tatsächlich nochmal die Methode schnell und hänge mir hier ein Twitchbait dran, einen kleinen 11 cm und probiere mit ein bisschen mehr Radau die Fische aufzuwecken. Hoffentlich funktioniert das jetzt. Und den wirklich aggressiv twitchen, kurz stehen lassen. Ja, funktioniert normalerweise immer ganz gut. Okay, weiter geht's, Spotwechsel oder einfach eine Stelle weiter hier am Polder. Jo, oh nein, Fehlbiss. Scheiße. Oh, da war der erste. Schade. Ah, das gibt's doch nicht. Beim Hecht ganz wichtig, gleich immer Köderwechsel. Ich schaue jetzt gerade hier. Weil oft ist es so, dass die nochmal wollen, aber die brauchen einen anderen Köder. Deswegen schmeiße ich jetzt gleich mal nochmal hin. Ich muss hier auch echt aufpassen. Hier geht es vor meinen Füßen richtig tief runter. Also passt da auf, wenn ihr sowas macht. Die Ufer fallen oft richtig steil ab. Und letztens bin ich schon abgesoffen. Deswegen hier aufpassen. Fisch! Ja! Ist das geil, diese Tox, ey. Der ist ein bisschen besser. Ah, das ist gut. Steht gut drin. Oh, der hat Bock, ey. Ja! Ja! Quappi! Wie aus dem Barschplan Zanderplan wird, ne? So schnell geht das bei mir. Ich bin da echt in so einem Tunnel. Geil. Und 12er Quappi-Reaktor aufgeraucht. Fup. Gleich mal schnell lösen.
Boah, stand der drinne wie in der Route, ne? Wie ein Bär. Was sagt man denn? 62, ne? Also über der halben drüber, ne? Ja. Ey, ist das ein geiles Gefühl. Wirklich, Leute. Ey, 260er, würde Herbert sagen. Liebe Grüße. Oh, danke schön, dass du den weggehämmert hast. Das Gel war noch nass von dem kleinen Zander. Geiles Gefühl. Ach Leute, wenn ich das noch einen kriege, ne? Dann fahren wir Hecht angeln. Und wenn der Barsch hier ausfällt, wegen den trüben Bedingungen oder irgendwie, da habe ich noch einen Barschspot von Max von Harzfishing bekommen. Geiler Typ. Wir haben uns da ein bisschen abgesprochen, ein bisschen Zander und Barsch, weil er sagte, Zander ist ein Angstgegner irgendwie. Haben uns ein bisschen geholfen. Liebe Grüße, Max. Vielleicht brauche ich deine Option noch, muss den Notfallschirm, den Barsch-Notfallschirm noch ziehen. Aber noch bin ich hier noch nicht fertig mit den Zandern. Hoffentlich. Hätte sich auch irgendwie seltsam angefühlt, wenn Sebastians erster YPC-Fisch kein Zander geworden wäre. Schöne Größe, gerade vom Ufer. Allzu überrascht dürfte die Konkurrenz allerdings nicht sein. Da sind ein paar Leute dabei in der Gruppe, die auf jeden Fall wissen, wo sie hin müssen, was sie tun müssen, um Fische zu fangen. Schon ordentlich Musik drin in der Gruppe. Kapelle. Auch bei Wind versuche ich immer so leicht zu fischen, wie es eben möglich ist. Also gerade in so recht strömungsarmen Gewässern. Aber auch im Fluss versuche ich immer so leicht wie möglich zu fischen. Aber jetzt hier fische ich mit 6 Gramm. Sehr schöne Struktur hier entlang des Ufers. Wir haben hier eine kanalisierte Form eines Gewässers mit Steinpackung und Seerosen vor der Steinpackung, die aber noch nicht hochkommen. Also die liegen hier alle noch vor der Steinpackung. Das heißt, hier tummeln sich oft kleinere Barsche, also so um die 30, ne, was definitiv nicht heißen soll, dass sie mega klein sind. Das ist ein geiler Barsch. Aber ja, halt öfter mal große Trupps, die hier die Seerosen absuchen. Und natürlich auch der ein oder andere Hecht mal hier vor den Seerosen. Und eine Etage tiefer, also hinter der Kante, lauern dann oft auch mal die Zander. Ist natürlich heute jetzt nicht Fisch. Ja, das meinte ich. Ja, genau das meinte ich. Einwurf entlang der Seerosen. Ich mache mal meine Hände ein bisschen nass. Und schon kam der nächste Barsch zum Vorschein. Und das meinte ich mit den kleineren Barschen, ne? Also den wir vorhin hatten, das ist schon ein sehr guter Barsch hier für diese Region. Aber guckt euch mal an, Universe, komplett weggenagelt. 25. Darf natürlich nicht stehen bleiben, geht auch ganz schnell zurück. Ciao, kleiner Mann. Aber Barsch 25. Besser haben als brauchen am Ende, oder? Völlig richtig, zumal die Barsche bei den vorherrschenden Bedingungen weiß Gott nicht in Scharen in die Kescher hüpfen. Überhaupt zeigen sich die Fische in den ersten 60 Minuten noch relativ antriebslos. Christina hat jetzt aber immerhin mal etwas am Haken. Ich glaube, ich habe einen Köder von mir von einem anderen Tag oder so. Muscheln auch noch, inklusive. Ja. Aber der Köder von heute ist safe. So, ich habe jetzt mal die Farbe gewechselt. Mal schauen, ob die besser funktioniert. Funktionieren tun sie eigentlich alle, aber je nachdem, manchmal ändert es was. Ich will jetzt gar nicht schauen, warum das immer pinkt in meinem Handy. Ob die anderen wie Fische wie blöd fangen oder... Also jetzt schaue ich trotzdem mal. Also Sebastian, Zander 62, Enrico, nochmal ein Barsch 25. Okay, können wir alles noch aufholen. Come on, give me one indication. Where are you? So you see, this is very handy. I use it as a raincoat, rain jacket. It's a membrane that we have with Adventure, and I can pack it. It's super light, and
I use it as a top layer. The rain is coming and it's going to really protect me very fast. So I don't need heavy gear, very light. Up, there we go. What the fuck is this? That happened. This is a sign, a very good sign. When my bait see a big fish, suddenly, you know, he like grab his tail back so he don't get bite by the big fish. That's a sign. Big fish was underneath. So, das ist jetzt mein letzter Wurf hier an dem Spot. Die ersten 75 Minuten sind schon rum. Ich hatte jetzt bis auf diese eine Attacke direkt im ersten Wurf nichts. Ich werde jetzt den Spot wechseln. Da brauche ich ein bisschen Zeit, muss ich ein bisschen fahren. Und dann sehen wir uns gleich am nächsten Spot wieder auf Zander und Barsch. Spot Nummer 2, selbes Spiel. Erst einmal mit dem Crankbait drüber und dann gehen wir mit dem Dropshot hinterher. Hier werden wir aber auf jeden Fall auch jiggen, weil wir hier auch eine tiefe Rinne in der Mitte haben, die wir erreichen können. Und das probieren wir jetzt erstmal. Ich stehe richtig kurz vorm Biss. Ah, der guckt sich das schon an. Beiß. Wenn man Fische fangen muss, ist schon so, ist was anderes. Mein Handy hat gerade vibriert. Das ist der Reminder, das noch auf Stumm zu stellen. Alle Faktoren einfach ausmachen, die mich ablenken könnten jetzt. Wenn ich jetzt sehe, dass der Torenbeek schon wieder einen paar 70er Zander rausgeknallt hat, dann wird mir schon wieder ganz anders. Ich heule, wenn das ein Biss war. Sich wenn dann aber auch nur draufgelegt. Nur ein Stein. Little downsizing here. Got one small nibble on that 12 centimeter soft bait, so maybe they're a bit picky, maybe they're not so big, whatever. Just want to catch your first fish. So I downsized to an 8 centimeter. See if I can get a bite here. I don't like these nerves. I remember YPC boat day 1, first 2 hours or something also without any fish, huh? And then boom, 50 perch. Everything is possible. Hier auch immer leise und vorsichtig an den Spot rangehen. Wir haben hier wieder einen Steg und oft sind die Hechte direkt am Steg, deswegen nicht laut sein. Und was hier in so Gewässern auch immer wirklich wichtig ist, dass ihr eine Polbrille aufhabt, weil ihr einfach Nachläufer besser sehen könnt und das oft wirklich entscheidend ist. Oft laufen die bis vor den Füßen hinterher und man zieht dann ja eigentlich zu schnell den Köder raus. Und wenn man hier eine ordentliche Polbrille hat, dann kann man da den ein oder anderen Fisch mehr abgreifen. Ja, und was für Tackle fische ich jetzt hier am Polder oder an so Systemen? Wir haben jetzt hier die Absolute Sharpshoot von Sportex, ist dieses Jahr neu auf den Markt gekommen und die hat jetzt angegeben, ich muss lügen, bis 125 Gramm Wurfgewicht und ist für so eine Angelei wirklich optimal. Die ist relativ kurz, 220 und ja, ist schön straff. Mit der kann man eigentlich ja, die gängigsten Köder im Polder richtig schön fischen. Auch mal kleinere Köder wie jetzt eben diesen Twitchbait kann man super damit animieren. Und ja, also sowas kann ich euch empfehlen. Kurz, leicht und macht riesen Spaß, wenn dann auch ein Fisch einschlägt. Fisch! Der ist, glaube ich, zu klein. Nummer 3. Lassen wir schnell wieder laufen, aber es sind noch Zander da. Es sind quasi Zander anwesend. Mehrere. Beim Zander musst du mit dem Köder nah ran. So, das heißt, du musst alles sehr akribisch ausangeln, um den Fisch zu treffen.
Das ist bei anderen Raubfischen nicht so. Ne? Beim Hecht, der hat so einen Radius, je nach Wassertrübung, von über 10 Meter kriegt er das mit. Im klaren Wasser, der kommt angeschossen wie eine Rakete. Bei Barschen ähnlich. Ne? Die folgen auch dem Köder, hacken mehrmals drauf, bis er dann hängt und so. Das macht beim Zander gar nicht keinen Sinn. Du musst halt versuchen, mit dem Köder den nahe zu treffen. Ich würde schon sagen, einen Radius von einem Meter. Deswegen nehme ich mir auch die Zeit und zerlege den Spot mit dem Skalpell. Die Frage ist, wie lange kratze ich das aus, um noch einen zweiten Zander auf die Karte zu bringen? Ich habe ja auch noch einen zweiten Angeltag eigentlich, ne? Dann in der Zone 3. Normalerweise ist das jetzt Quatsch. Aber da ist der Zanderangler in mir wieder so geil auf den nächsten Tag, dass ich das einfach nicht liegen lassen kann und muss weiter angeln. Aber ich muss ja jetzt im Wettkampf denken und sagen, nee, weiter. Ey. Hoffentlich lohnt sich das jetzt. Es ist übelst beschissen für die Fische, weil wenn es hagelt, dann kühlt die Wassertemperatur so runter und das schlägt den Fischen gerne mal auf den Magen. Also ja, der Hagel droppt die Wassertemperatur bestimmt um 2-3 Grad vielleicht. Und das ist zum Fischen sehr bescheiden. Noch 2-3 Runden und dann Spot wechseln, jetzt mal schauen. Weil es gibt Fisch, es hat Fisch hier, ich weiß es. Aber es ist manchmal kannst du 2 Stunden und da geht nichts und dann kommst du wieder 5 Minuten, hast Fisch. Weißt nie, wann der Fisch kommt, ne? So. Das ist auch wieder eine UV-aktive Farbe. Ist zwar natürlich, aber eben komplett UV-aktiv. Und das ist ja eigentlich ganz gut auf Zander. Oh, oh, oh. Oh, that was a good bite. Oh no! Okay, okay. Oh man, why? Was ist denn das, ey? Kann natürlich auch... Ich heul gleich. Ja, es tut natürlich richtig weh. War jetzt der 4. Biss und da hat er sogar kurz gehangen, war natürlich kein Riesenfisch. Aber das will ich ja halt auch gar nicht. Ich brauche gerade keinen Riesenfisch, ich brauche einfach einen Barsch über 22 cm. Würde mir schon super viel Druck nehmen, weil ich mit meiner Zanderspots im späteren Verlauf einfach sehr, sehr sicher bin. Hier haben wir auch Zander gefangen, auch gute, aber die scheinen wohl gerade ziemlich ausgeschaltet zu sein. Ich werde gleich noch mal probieren, wenn das Schiff hier durch ist, ob das bisschen Bewegung hier vielleicht noch einen Zander aktiviert hat. Aber der Fokus sollte schon für die ersten Stunden jetzt klar auf Barsch liegen, weil da sieht es einfach auf Dauer dann nicht so prall aus. Ich kann natürlich am Delta auch noch ein bisschen Barsch angeln, wenn ich wirklich muss. Ansonsten habe ich am zweiten Tag eben auch noch Zeit, im allseits beliebten Kanal noch ein paar Barsche zu zotteln. Guck mal darüber, das sieht aus wie, als würde da gerade ein Fluss münden. Hammer. Man muss einfach sagen, der hat die letzten Tage so geliefert. Der kleine Reel Rider hier, der kriegt nochmal eine Chance. Schöner kleiner Haken dran, bleiben die auch kleben. Dann schauen wir mal, dass wir jetzt wirklich, jetzt aber wirklich, mal einen Fisch ans Band kriegen. Jo, wird werden. Jawohl. Aber das fühlt sich leider nach einem untermaßigen Zander an. Oh. Nee, ist der heimtückische Barsch. Er ist es. Er ist es. Er ist es. Ja, Mann. Oh. Der hat sich jetzt aber auch Zeit gelassen. Alter Vater. Puh. Geil. Und was ein schöner Biss. Ah, da haben wir 31,5. Super, super geil. Hier diesen kleinen schönen Barsch mit dem Reel Rider weggezuppelt. 32er Barsch. Das war erstmal mein Plan für heute. Geiler Fisch und der darf jetzt schnell zurück. Immer ganz schonend, einfach plumpsen lassen und weg ist er schon. Meine Nerven, Freunde, meine Nerven. Da kann man noch so entspannt sein im eigentlichen Leben. In solchen Situationen platzt dir der Kopf vor Gedanken. Jetzt hat es mit einem guten alten Jingle wieder funktioniert und genau so habe ich mir das vorgestellt. Ich glaube, ich werde es jetzt hier auch dabei belassen. Das war mein ganzes Ziel an der Stelle. Die Zander scheinen ja gar keinen Bock zu haben.
Deswegen geht es jetzt nochmal Barschangeln. Es soll später noch viel mehr zuziehen und dann fahren wir zu 2, 3 Zanderspots und gucken, dass wir da noch ein paar kriegen. Schön, ich freue mich, mega. Erster Fisch im YPC und direkt der heimtückische Barsch. Unfassbar. Wenn die anderen 3 angekündigten Spots so liefern wie der erste, sollte das hier doch ein rundes Debüt werden. Roman hat die Nerven also fürs Erste beruhigt und will zeitnah weiterziehen. Enrico ist ebenfalls wieder unterwegs. Erster Spotwechsel für heute ist angesagt und das gibt mir natürlich die Möglichkeit, oder hat mir die Möglichkeit gegeben, mal ins Handy zu schauen, was die anderen so gefangen haben. Also Sebastian nach wie vor den 62er Zander und jetzt erst kam der 4. Fisch in die Gruppe mit 32 cm Barsch von Roman. Also es scheint, dass die Fische wirklich nicht so on sind. Ich hoffe aber, dass wir beim nächsten Spot zumindest Zander antreffen werden. Weil mir war wichtig, da jetzt heute Morgen auf jeden Fall die Barsche, also ich hätte gerne 2 in den 30ern gehabt, aber naja, ich will mich gar nicht beschweren. Ich habe 2 Fische in der Karte, die anderen bis jetzt nur einen, aber das heißt natürlich gar nichts. Wir haben noch nicht mal 2 Stunden Angelzeit vorbei. Aber ich versuche jetzt erstmal einen Spot zu beangeln, wo ich vermute, dass da mehr Zander sind und dass die dort auch ja, so ein bisschen, sage ich mal so, Spot geschuldet, vielleicht da ein bisschen aktiver sind. Aber ob das dann nun der Fall ist, das sehen wir gleich. Ne, das seht ihr auch gleich. Also bis gleich. So, das ist jetzt mein zweiter Spot. Wen sehen wir da? Auto ist unverkennbar. Frederik Juliard rennt hier irgendwo rum. Ich weiß nicht, ob der da ist, wo ich hin will, in den Buhn, oder ob der hier vorne Hechtangeln ist. Hier gibt es mehrere Optionen. Mir ist es aber eigentlich egal. Das Buhnfeld ist riesengroß. Ich gehe da jetzt rein und im Zweifel laufe ich halt ein paar Buhnen weiter. Hier ist ein relativ großes Buhnfeld. In der Vorbereitung waren alle von diesen Buhnen gut. Und die sehen auch jetzt noch gut aus vom Pegel. Ich habe richtig Bock. Wir probieren es aus. Hi, Captain. How are you? You're fine? Yeah. Perfect. Nothing so far? No, not yet. Oh, same here, same here. You gonna fish this spot, or you're leaving, or? I'm just fishing there. You. Okay, I go in the field. See you later. Yep. And have fun. Same. Enjoy. Now we're gonna go for pike. I spent already too much time there. I was fooled by 2 bites right before I should stop, and so now I follow the plan. I'm gonna a little bit gun and run until I found something. Holland ist so klein, das ist wirklich krass. Ja, man sieht ja, hier sind diese Buhnen, die diese Struktur hier drin haben, so Holzpfosten. Und in der Vorbereitung haben wir hier ziemlich gut gefangen. Und das war halt sehr geil, weil wir eigentlich nur direkt am Ufer gefangen oder direkt an diesen Holzpöllern, also immer möglichst press an irgendeiner Struktur dran. Standen die Zander rum und es lief tatsächlich ziemlich gut. Wir haben hier sehr leicht gefischt in der Vorbereitung, das werde ich gleich auch tun. Es war mit so eine Mischung aus Powerfishing mit Chatter und Spinnerbaits an diesen Strukturen entlang. Und im zweiten Schritt dann immer mit sehr leichten Ködern. Das habe ich hier schon im Arm hängen. Kleine und tatsächlich leichte Köder, um halt einfach so kleine Grundel zu imitieren, die sich jetzt hier bei dem Hochwasser am Ufer in den Steinen verstecken. Und genau da sind die Zander auch vorher geraubt und haben die halt quasi eingesammelt. Bei den meisten lässt sich raushören, dass die Vorbereitung im Wesentlichen gut gelaufen sei. Im Wettkampf deutet bisher allerdings wirklich wenig darauf hin. Zeit, nachzurüsten. Jetzt! Ja! Das ist aber ein kleiner Zander wieder. Na komm. Süß. Quappi, geil. Das macht Spaß. Ich habe immer noch Flitterwochen mit meinem Quappi. Immer noch nicht, ne? So sehen sie aus, 12 cm in der Packung. Da bin ich stolz drauf, dass wir das mit Zack so gut umsetzen konnten, meine Idee von diesem neuen Köderkonzept. Universelles Beuteschema, also Kleinfisch, Grundel, Krebs, alles Larve. Alles, was der Raubfisch darin sehen will, kann er darin sehen. Und er faltet sich weg wie nix und hängt eigentlich immer schön solide, der Fisch, weil er ihn gut einsaugen kann. Und das Schöne ist, ich brauche kein Drilling mehr.
Die Diskussion erübrigt sich hier. Wo willst du da ein Drilling ranbauen? Höchstens am Kopf. Mit dem Genickdrilling kannst du fischen. Bladed Jig, also Shatter, ne? Aber es ist krass, wie aufgeregt man ist, wenn man das hier macht. Also ich angel eigentlich mit dem 60er Puls normalerweise. Jetzt habe ich aber irgendwie, muss ich mal messen eigentlich, schon Anschlag. Ja, ja, selbst alte Hasen sind nicht völlig vor Turnierstress gefeit. Umso bemerkenswerter, dass einer der Newcomer hier bisher ausgesprochen ruhig wird. Ja, für so einen Steg ist schon angenehmer. Da ich ja hier jetzt auch mit etwas kleineren Ködern fische, so bis 14 cm oder 15, verwende ich jetzt hier auch meine Zanderroute eigentlich. Also ihr werdet die in der nächsten Folge öfters sehen, wenn es gezielt auf Zander geht. Aber für so kleinere Gummifische ist die auch optimal. Die hat jetzt 2,65 und man kommt halt auch hier einfach weiter raus. Ihr seht, das ist doch etwas größer hier und manchmal ist die Wurfweite entscheidend. Und ja, die hat jetzt bis 45 Gramm oder 55 Gramm Wurfgewicht und ja, eignet sich dafür optimal. Ist auch universell, kann man mal ein Twitch-Badge nicht durchballern oder einfach durchs Freiwasser schicken. Du willst beim YPC Bank Finale live als Zuschauer mit dabei sein? Ich sag dir, wie das klappen kann. Bestelle einfach bis 16.09. den Hecht und Barsch Raubfisch Adventskalender vor und mit etwas Glück begleitest du die Finalteilnehmer an ihren entscheidenden Angeltagen, bist dabei, wenn der Pokal übergeben wird und nimmst am legendären Champions Dinner teil, wo die anderen Finalteilnehmer und das gesamte Produktionsteam den Staffelgewinner feiern. Viel Glück beim Gewinnspiel und viel Spaß mit deinem Kalender. Warum fangen Blinker und Spinner immer noch so gut? Weil sie unter Wasser blitzen und blinken, so wie echte Fische. Und warum fangen Gummiköder so gut? Weil sie so unglaublich vielseitig einsetzbar sind. Wir bei LMAB haben diese beiden Welten bereits mit der super erfolgreichen Chrome Edition zu einer kombiniert. Jetzt erweitern wir diese Welt erneut mit der LMAB Gold Edition. Die erste auf dem Markt erhältliche Serie, die durch ein spezielles Hitzeverfahren ein komplettes Goldpainting auf Gummiköder bringt. 4 Köder, 17 verschiedene Größen und einzigartige Golddekore. Die LMAB Gold Edition ab sofort in deinen Tackle Stores. Deinen Angelschein kannst du ganz einfach und bequem von zu Hause aus machen mit dem Online-Portal der Anglerschmiede. In über 90 Lernvideos lernst du alles, was du für die Prüfung wissen musst. Zudem hast du die originalen Prüfungsfragen, welche dich ideal auf die Prüfung vorbereiten. Und bei uns gibt es eine Geld-Zurück-Garantie. Das heißt, solltest du die Prüfung im ersten Anlauf nicht bestehen, kriegst du von uns den kompletten Kurspreis zurückerstattet. Also, worauf wartest du noch? Starte jetzt die Online-Vorbereitung auf deine Fischerprüfung und dann sehen wir uns am Wasser wieder. Zweiter Spot, let's go. Ich glaube, ich werde trotz Wind versuchen, noch schnell mit Wobbler zuerst. Ich nehme gleich einen schwarzen, den Realis Jerkbait 100 SP. Ich denke, es ist vielen schon bekannt. Es ist ein bisschen ein Allround Wobbler. Wird auch sehr viel auf größere Barsche gefischt, aber ist eben auch sehr fängig auf Zander, weil er eine starke rollende Aktion hat. Und den will ich jetzt mal testen. Wer weiß, vielleicht kommt noch ein großer Barsch. Das Wasser ist jetzt gar nicht mehr so extrem trüb, also es ist schon besser geworden jetzt im Vergleich zu den letzten 2 Tagen. Also nichts ist unmöglich, weil hier gibt es auch richtig schöne Barsche. Ja, da ist er. Geil. Ein Wurf noch, habe ich gesagt. Kann aber auch ein Barsch sein. Ne, ist ein Zetti. Und fraglich, ob der das Maß hat. Jawohl. Geil. Einen Wurf, habe ich gesagt, machen wir noch. Schön. Schön. Das wird ganz, ganz knapp mit dem Maß. Aber könnte klappen. Ja. Ja. Der liegt vorne auf jeden Fall Punkt an und hier schneidet er über Rot. Ganz kleiner Zander, muss schnell zurück. So.
Ja, schön. Ich habe gerade einfach gesagt, so ein schöner Motivationszander jetzt. Das wäre doch was Feines. Geil, geil, geil. Das freut mich sehr. Der wird natürlich hoffentlich nicht stehen bleiben, aber einfach um jetzt in der Gruppe auch mal ein bisschen Druck zu machen, war das echt wichtig. Und ihr seht hier auch, war jetzt ein 42er Zander, aber der hat das Ding voll rumgefalten. Also diese Gummimischung ist echt geil. Wirklich weich genug, dass auch so kleine Flöten hier, ich hab da nicht mal ein Biss richtig gespürt, sich den doch noch reinfalten. Und gar kein Problem. 10 cm Prey One. Richtig geiles Teil, schon gut drauf gefangen jetzt. Der Prey One wirkt in der Tat wie ein leicht verdaulicher Happen. Für die Angler ist es bisher zumeist schwere Kost. Romans zweiter Zielfisch ist zugleich erst der 5. Wertungsfisch insgesamt. This one. Yeah, fish on. That feels like a sizable fish. Yes, nice sizable zander. In the net. Let's go. All right, hook is out. Berkeley Sick Vibe. Of course, what else? And a beautiful, not so big, but a start. Nice start zander. Awesome fish. Really nice bite. Let's see how long this guy is. We have 74.5. Yeah? 74. 40, sorry. We have 47.5. Yes, 47.5. So it's a 48. Sizable, but I hope to replace this one. Let's release this quickly. That's the advantage of high water in the rivers. You can just release him at your feet and he can swim right away. Perfect. On the board, at least. Yo, fish on! Fish! Ah, that might be too small. That might be too small. So we have 43 centimeter. Not the biggest. Instead of getting bigger, they are getting smaller. It is what it is. At least a second fish on the card and some confidence in the spot, which is good. So let's release this guy and try to get another one, or preferably a bigger one. There she goes. Bye-bye. Awesome. Let's go. Na also, Simon schnürt den Doppelpack und tankt ordentlich Zuversicht. Enrico gerät derweil ins Grübeln. Jetzt geht schon das Denken los, ne? Naja, dass halt hier auf Zander nicht läuft und was man dann jetzt alternativ macht. Geht man doch lieber erst auf Hecht. Probiert dann später nochmal Zander. Oder wechselt man gleich ganz die Region. Also nicht die Zone, sondern die Region. Probiert dann irgendwie doch am Fluss zu fischen. Aber wisst ihr, was viel geiler ist? Meine Tochter hat jetzt heute ihre Noten für den Abschluss bekommen. Und die sind richtig stabil. Richtig gut. Also ich habe mich jetzt für einen High-Risk-Move entschieden, und zwar 1,5 Stunden Fahrzeit zu einem anderen Spot für Zander. Ja, weil alles andere macht keinen Sinn. Und wenn die Zander jetzt ab mittags anfangen zu beißen, oder wenn überhaupt jetzt tagsüber gut beißen, dann will ich die Zeit eigentlich nicht verpassen. Deswegen machen wir das genau jetzt. Wir wechseln jetzt den Spot, haben ungefähr 1,5 Stunden Fahrzeit und sehen uns dann am Zanderspot. Wenn er besetzt ist, raste ich aus. Was für ein Tag, was für ein Tag. Wir werden jetzt gleich mal den Plan ein bisschen ändern. Das mit den Hechten läuft irgendwie gerade überhaupt nicht. Wir schauen jetzt kurz an den Kanal, der hier in der Nähe ist, und probieren hier kurz mal eine halbe Stunde, vielleicht 25 Minuten auf Zander. Und wenn das nicht funktioniert, dann fahren wir weiter zum Barschangeln. Und später kommen wir aber auf jeden Fall nochmal hierher, weil die Hechte sind da. Die haben irgendwie momentan einfach keine Lust. Aber wir bleiben positiv. Das funktioniert auf jeden Fall noch. Aber jetzt müssen wir kurz Plan wechseln.
Fisch. Komm her, komm her. Yes! Zander. Auch ein schöner. Oh, geil. Yes! Ah, direkt vorne an der Strömungskante, wie es sich gehört. Voll genommen, Köder richtig weggeballert. Da ist er. 4 Inch Smoking Swimmer von Neuke. In der Farbe Youngbird. Einer meiner absoluten Lieblingsfarben. Selbst bei trübem Wasser und vor allem Sonne, trübes Wasser, da fische ich gerne Farben mit ein bisschen Glitter. Geil. So, 57. Da haben wir den ersten Fisch für mich. Oh, meistens ist ja, sobald man dann den ersten hat, Druck ist weg und dann fängt das an. Geil, ich freue mich tierisch, ey. Ja, wie gesagt, der Zander kam jetzt gerade auf den Neuke Smoking Swimmer, 4 Inch in der Farbe Young Perch. Einer meiner Lieblingsköder zum Zanderangeln. Ist tatsächlich auch in Zusammenarbeit mit Neuke Japan für unsere Gewässer unter anderem entwickelt worden. Explizit fürs Zanderangeln. Schlanke Silhouette, feiner Tail mit einer ganz feinen Action, die so ein bisschen so ein Zwischending ist zwischen der normalen Shed-Action und einem Twisterschwanz, weil sich dieser kleine Schaufel hier, die sehr dünn ist, die streckt sich so und macht eigentlich so eine, daher der Name, so eine Smoking-Action. Ähnlich wie ein Twister. Wir lieben es, Fische lieben es. Weiter geht's. Mit dem Zander im Rücken fischt es sich auf jeden Fall leichter. Alex' Ausflug ins Buhnenfeld lohnt sich sofort. Während Fred an fast gleicher Stelle über Stunden erfolglos geblieben war. Ob es am neuen Spot besser läuft? Yes, yes. Yes, yes, Papa. Yes, Papa. Yes, yes. Don't get stubborn. Adapt, adjust. 86, good one. Mit den Zandern hat's nicht sollen sein. Dafür holt sich Fred jetzt den bisher punktbesten Fisch des Tages. Die heutige Devise des Franzosen sollte inzwischen klar geworden sein. Never get stuck. Never get stuck. Adjust. That's good. 86. I feel like back in the game. So here I have like a little lake. It's cut from the rivers, so the water is quite clear, even if it has been heavily raining yesterday. So I just fish quite fast. I don't spend too much time. I'm using a lure that I like because it's a kind of a small size, the crankbait in the chrome color, because I found today we have a variation of light. Sun is coming in and out between the clouds, and I like the chrome for that, because every time we get a change in the light, it's reflecting much water, and the water is a little bit stained, so I want this extra flash. So crankbait I can fish quite fast, doesn't pull too much the line compared to the drunk dancer, for example. Drunk dancer is pulling much more line and pushing more water, but I want to go fast, so I use the drunk dancer, and let's hope for a second fish now. Auf Zander hier twitche ich jetzt mit längeren Pausen, also zwischen den Twitch-Stops, und warte hier etwas länger. Die Zander sind ein bisschen träger und nicht so flott wie die Barsche, und deswegen hier ein bisschen längere Twitch-Pausen, und ja, hoffentlich funktioniert es bald. Oh, jo, Fisch! Ja, schöner Fisch, geil. Ist ein Zander. Oh, Riesenhecht, geil. Ja, Mann, richtig stabiler Hecht. Richtig stabiler Hecht. Oh, sehr schön.
Jawohl. Und hier jetzt auch, wir fischen hier mit dünnem Stahl, dünner Schnur. Aufpassen, die Bremse richtig einstellen. Jawohl, geil. Oh mein Gott, endlich hat es funktioniert, ey. Krass, es war jetzt echt eine schwere Geburt am Anfang, aber ich bin jetzt umso erleichterter, dass es funktioniert hat. Und noch dazu, als ich erklärt habe, wie man es macht. Richtig geil. Ich habe jetzt hier auch was dabei, kann ich jedem nur empfehlen, beim Hechtfischen vom Picraft hier. So ein Gummihandschuh ist einfach schnittsicher. Und ja, den Kollegen, den holen wir jetzt mal rauf und schauen, was der auf die Matte bringt. Aber es ist ein schöner, richtig, richtig schöner Fisch. Vorne liegt er an. Der hat 76, geht über, ja, 76, passt, oder? Ja, hey, es war jetzt echt erleichternd, dass der Fisch endlich kommt. Schwere Geburt, aber wahnsinnig erleichtert. Jetzt sind wir wieder voll motiviert und der Kollege kommt jetzt zurück. Der ist topfit. Ey, Wahnsinn. Mega geil. Ich freue mich so. Der erste Fisch im Turnier. Mein erstes wirkliches Turnier. Ey, so erleichtert. Endlich ist der Start geglückt und ja, ich zitter direkt ein bisschen. War spannend, aber ja, ich bin jetzt super happy. Jetzt geht's weiter. War eine gute Entscheidung, eigentlich hier auf Zander geplant. Aber ja, jetzt kommt der Hecht, den nehmen wir gerne mit. Und jetzt probieren wir es noch. Vielleicht hängt sich hier noch ein Zander auf dem Switchbait ein. Geil. Weiter geht's. Mit diesem Hecht beenden wir Episode 3. Die Räuber wollen bisher nicht ganz so wie erhofft. Trotzdem finden sich zur Halbzeit fast alle Angler auf dem Board wieder. Fred und Sebastian haben jeweils schon einen besseren Fisch in der Wertung. Anton und Alex immerhin einen passablen. Prognosen lassen sich anhand des bisherigen Verlaufs kaum treffen. Vielleicht sieht das nach dem Nachmittag aber schon ganz anders aus. Was wir euch schon jetzt garantieren: Episode 4 wird deutlich fischreicher. Schaltet also am nächsten Sonntag um 18 Uhr wieder ein. Ich wünsche euch eine schöne Woche und ciao.